Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Es ist gut, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn im heutigen Video lernt ihr etwas, das ihr ständig lest und hört und auch selbst benutzt. Es sind Relativsätze. Ihr lernt in diesem Video alles, was ihr über das Thema wissen müsst. Und ich habe euch wieder eine wertvolle Übersicht erstellt mit Übungen und Lösungen, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Ihr findet den Link unter dem Video. Dort findet ihr auch die Links zu meinem Instagram- und TikTok-Account, damit ihr noch besser Deutsch lernen könnt. Also, los geht's! Relativsätze braucht man, wenn man Nomen näher beschreiben möchte. Hier mal ein paar Beispiele. Wer ist dieser Mann? Welcher Mann? Der Mann, der gestern angerufen hat. Der Mann, den ich vorher mit dir beim Einkaufen gesehen habe. Der Mann, dem ich beim Deutschlernen helfen soll. Der Mann, dessen Foto auf deinem Schreibtisch steht. Der Mann, mit dem du telefoniert hast. Was ihr hier seht, sind verschiedene Relativsätze. Relativsätze sind Nebensätze. Das könnt ihr daran erkennen, dass das Verb am Ende steht und dass sie nicht alleine stehen können, weil sie sonst keinen logischen Satz bilden. Relativsätze brauchen also ein Referenzwort und das ist meistens das Nomen vor dem Komma, denn das will man ja näher beschreiben. Man kann sich einen Relativsatz auch selbst aus zwei Sätzen zusammenbauen, und zwar so. Der Mann heißt Philipp. Der Mann kommt aus Düsseldorf. Das Referenzwort ist der Mann, denn über ihn wollen wir mehr Informationen geben, und das machen wir folgendermaßen. Der Mann, der Philipp heißt, kommt aus Düsseldorf. Oder der Mann, der aus Düsseldorf kommt, heißt Philipp. Ihr seht, wenn ihr ein Nomen näher beschreiben wollt, dann benutzt ihr einfach einen Relativsatz. Und so bekommt man mehr Information in einem Satz unter. Übrigens, der Relativsatz kann direkt nach dem Hauptsatz stehen oder er steht in der Mitte eines Hauptsatzes. Achtung! Die kleinen Wörter nach dem Komma sind keine Artikel, auch wenn sie so aussehen. Es sind Relativpronomen. Und diese ändern sich immer wieder. Und das ist ein großes Problem für Deutschlerner. Aber ich zeige euch jetzt ganz einfache Regeln, damit ihr das nie wieder vergesst. Relativsätze im Nominativ. Das ist der Student, der in meinem Wohnheim wohnt. Die Katze, die bei meinen Nachbarn lebt, heißt Susi. Wo ist das Buch, das vorher auf dem Tisch lag? Kennst du die Leute, die gestern eine Party gefeiert haben? Wenn ihr wissen wollt, welches Relativpronomen korrekt ist, dann müsst ihr zwei Dinge beachten. Erstens, das Verb im Relativsatz. Das steht ganz am Ende. Und zweitens, das Nomen vor dem Komma, also euer Referenzwort. Ihr braucht beide Informationen, weil sie zusammengehören. Schaut mal her. Wohnt, Student. Wer oder was wohnt in einem Wohnheim? Der Student. Lebt, Katze. Wer oder was lebt bei meinen Nachbarn? Die Katze. Lag, Buch. Wer oder was lag vorher auf dem Tisch? Das Buch. Haben gefeiert? Die Leute. Wer oder was hat gestern eine Party gefeiert? Die Leute. Wir müssen doch jetzt jedes Mal wer oder was fragen, damit wir als Antwort das Nomen vor dem Komma bekommen. Und zu welchem Fall gehört wer oder was? Natürlich zum Nominativ. Und deshalb muss auch das Relativpronomen im Nominativ stehen. Aber wir brauchen jetzt noch die zweite Information und die bekommen wir vom Nomen vor dem Komma.
Der Student, maskulin Singular. Die Katze, feminin Singular. Das Buch, Neutrum Singular. Die Leute, Plural. Und mit diesen Informationen könnt ihr das richtige Relativpronomen auswählen. Die Relativpronomen im Nominativ sind der, die, das und die. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass in den 4 Beispielrelativsätzen kein Subjekt stand. Das Subjekt stand nur vor dem Komma. Und das ist auch ein Grund, warum das Relativpronomen im Nominativ steht. Hier mal ein paar Beispiele mit Subjekt im Relativsatz. Relativsätze im Akkusativ. Das ist der Student, den ich in der Bibliothek kennengelernt habe. Die Katze, die wir manchmal füttern, heißt Susi. Wo ist das Buch, das der Professor dir gegeben hat? Kennst du die Leute, die ich zum Essen eingeladen habe? Auch hier schauen wir zuerst auf das Verb im Relativsatz und dann auf das Nomen vor dem Komma. Habe kennengelernt, Student. In diesen Beispielen gibt es Subjekte im Relativsatz und die gehören natürlich zum Verb hinten. Deshalb müssen wir Folgendes fragen. Wen oder was habe ich in der Bibliothek kennengelernt? Den Studenten. Achtung, das ist eine Endeklination. Wir füttern Katze. Wen oder was füttern wir manchmal? Die Katze. Der Professor hat gegeben. Wen oder was hat der Professor dir gegeben? Das Buch. Ich habe eingeladen. Wen oder was habe ich zum Essen eingeladen? Die Leute. Und zu welchem Fall gehören die Fragen wen oder was? Natürlich zum Akkusativ. Und hier müsst ihr vorsichtig sein, denn der Akkusativ gehört nur zum Relativsatz. Im Hauptsatz kann auch ein anderer Fall stehen, zum Beispiel der Nominativ oder der Dativ, denn da steht ja auch noch ein Verb. Das sind im Prinzip 2 verschiedene Sätze, die sich durch ein Nomen und ein Relativpronomen in der Mitte treffen. Schaut nochmal das zweite Beispiel an. Die Katze, die wir manchmal füttern, heißt Susi. Dieser Satz besteht eigentlich aus 2 Hauptsätzen. Die Katze heißt Susi, wir füttern die Katze manchmal. Im ersten Satz ist die Katze das Subjekt und steht im Nominativ. Denn wir fragen, wer oder was heißt Susi? Im zweiten Satz ist sie aber das Akkusativobjekt, denn das Subjekt ist wir. Wen oder was füttern wir? Die Katze. Und aus diesem Grund müsst ihr das Verb im Relativsatz analysieren. Denn das zeigt euch, ob das Relativpronomen Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv ist. Und am Nomen vor dem Komma seht ihr, ob das Relativpronomen maskulin, feminin oder Neutrum ist oder ob es im Singular oder Plural steht. Erst mit diesen beiden Informationen könnt ihr das korrekte Relativpronomen auswählen. Die Relativpronomen im Akkusativ sind den, die, das und die. Schauen wir uns als nächstes den Dativ an und den erfragt man immer mit wem und nur mit wem. Das ist der Student, dem ich manchmal helfe. Wem helfe ich? Dem Studenten. Achtung, Endeklination. Die Katze, der mein Futter gut schmeckt, heißt Susi. Wem schmeckt mein Futter gut? Der Katze. Wo ist das Buch dem? Wenn ihr schon mein zweites YouTube-Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass dem hier nicht so gut passt, denn man braucht den Dativ hauptsächlich für Menschen und für Tiere. Deshalb müssen wir uns hier ein anderes Beispiel aussuchen. Wo ist der Junge, dem das Fahrrad gehört? Wem gehört das Fahrrad? Dem Jungen.
Kennst du die Leute, denen meine Videos nicht gefallen? Wem gefallen meine Videos nicht? Den Leuten. Doch, euch gefallen meine Videos, oder? Und hier die Relativpronomen für den Dativ. Dem, der, dem und denen. Wir schauen uns als nächstes den Genitiv an. Und der ist ein bisschen speziell, weil er sich nicht auf das Verb am Ende des Relativsatzes bezieht, sondern auf das Nomen am Anfang. Das ist der Student, dessen Freundin aus Kolumbien kommt. Nach dem Genitiv fragt man immer wessen. Wessen Freundin kommt aus Kolumbien? Die Freundin des Studenten. Die Katze, deren Fell ganz weiß ist, heißt Susi. Wessen Fell ist ganz weiß? Das Fell der Katze. Wo ist das Buch, dessen Einband rot ist? Wessen Einband ist rot? Der Einband des Buches. Kennst du die Leute, deren Auto immer vor unserem Haus steht? Wessen Auto steht immer vor unserem Haus? Das Auto der Leute. Die Relativpronomen im Genitiv sind dessen, deren, dessen und deren. Ja, das waren die 4 Fälle, der sogenannte Kasus. Im Prinzip kennt ihr jetzt alle Relativpronomen, aber nur fast, denn es gibt noch ein paar mehr. Alternativ zu der, den und dem kann man auch welcher, welches, welche etc. sagen. Diese Formen benutzt man eher selten und sie klingen oft stilistisch nicht so schön. Im Genitiv gibt es diese Relativpronomen nicht. Man benutzt sie allerdings gerne für solche Fälle. Der Mantel, der der Frau gehört, ist aus Baumwolle. Ihr seht hier zuerst das Relativpronomen im Dativ und dann den Artikel für Frau im Dativ. Und damit da nicht zweimal der steht, kann man auf welcher ausweichen. Der Mantel, welcher der Frau gehört, ist aus Baumwolle. Das kann man auch mit die machen. Die Prüfungen, die die Studenten schreiben müssen, sind oft schwierig. Alternativ, die Prüfungen, welche die Studenten schreiben müssen, sind oft schwierig. Nun habt ihr es fast geschafft. Wir schauen uns jetzt noch an, was passiert, wenn das Verb im Relativsatz eine Präposition braucht, zum Beispiel bei warten auf oder wohnen in. Das ist der Student. Ich wohne neben dem Studenten. Das ist der Student, neben dem ich wohne. Die Katze heißt Susi. Ich passe öfter auf die Katze auf. Das ist die Katze, auf die ich öfter aufpasse. Kennst du die Leute? Ich spreche gerade mit den Leuten. Kennst du die Leute, mit denen ich gerade spreche? Und hier noch ein paar Beispiele mit dem Genitiv. Die Frau ist schon sehr alt. Ich gehe mit dem Hund der Frau spazieren. Die Frau, mit deren Hund ich spazieren gehe, ist schon sehr alt. Was seht ihr? Das Relativpronomen steht jetzt nicht mehr direkt nach dem Komma. Dort muss die Präposition stehen. Und die Präposition sagt euch, ob ihr den Akkusativ, den Dativ oder den Genitiv braucht. Und zum Schluss gibt es noch ein paar andere Relativpronomen, die ich euch zeigen möchte. Und dann wisst ihr alles. Die Stadt, in der ich wohne, ist schön. Man kann hier auch sagen, die Stadt, wo ich wohne, ist schön. Felix will nach New York ziehen, wohin sein Bruder auch schon gezogen ist. Achtung, das funktioniert nur bei Orten. Aber auch hier gibt es eine Ausnahme. Jetzt, wo wir viel zu Hause sein sollen, haben wir mehr Zeit für uns selbst. Hier bezieht sich das Wo nicht auf einen Ort, sondern auf eine Zeit. Relativsätze können sich auch auf ein anderes Pronomen beziehen. Das heißt, es steht nicht immer ein Nomen vor dem Komma.
Nicht alles, was im Internet steht, ist auch richtig. Alles ist Singular und Neutrum. Dieser Job ist das Beste, was dir passieren konnte. Bei solch einem Nomen, das von einem Adjektiv kommt, benutzt man auch eher was. Wir gratulieren denen, die ihre Prüfung bestanden haben. Denen ist Plural, also muss das Relativpronomen auch im Plural stehen. Es steht im Nominativ, da wir fragen, wer oder was hat die Prüfung bestanden? Und zuletzt, und dann sind wir wirklich am Ende angekommen, gibt es Relativsätze, die sich weder auf ein Nomen noch auf ein Pronomen beziehen, sondern auf einen ganzen Satz. Die deutsche Sprache ist ziemlich schwierig, was für viele ein Problem ist. Mein Cousin hat die Prüfung bestanden, worüber er sich sehr gefreut hat. Hier seht ihr, dass worüber von dem Verb freuen über kommt. Genauso hier. Seine große Schwester hat ihm beim Lernen geholfen, wofür er ihr sehr dankbar ist. Ja, das war's schon wieder für heute. Wenn ihr das Thema vertiefen wollt, dann holt euch auf jeden Fall das Übungsmaterial, das ich euch unter dem Video verlinkt habe. Und folgt mir auch auf Instagram und auf TikTok, denn dann könnt ihr noch besser Deutsch lernen. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Julia.